Ui, das sieht aber schon sehr gut aus. Schau mal, es riecht hier nach Weihnachten. Ne? Du hast aber insgesamt 13 Stangen reingegeben. Wir holen noch eine wieder raus. Und du verbrennst ja gerade hier den Chili. Ja, so habe ich es gelernt. Naja gut, man kann auch falsch lernen. Du machst den Reis, ich mache die Soße. Ja, Reis kommt. Ich kann ja sonst nichts anderes. Ich hoffe für Ali, dass der Reis lecker ist. Zitrone probieren. Okay. Merkst du das? So, Heiko, wie sieht's aus? Ich gebe mein Bestes, aber ich glaube, ich brauche ein bisschen Hilfe. Es sieht halt auch scheiße aus jetzt. Bist du nicht zufrieden? Nein. Komm, ich helfe dir. Super. Perfekt. Ich glaube, unsere Gäste sind da, Ali. Ja. Darf ich vorstellen? Patrick, der Sternekoch. Christian, der Sternekoch. Oh Gott. Zu Gast bei Freunden, oder? Setzt euch hin am besten. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Ali. Ich bin wieder für Kochs Anders in Hessen unterwegs. Wie ihr wisst, möchte ich mich inspirieren lassen. Ich suche Hobbyköche, die mich mit ihrem Gericht so überzeugen, dass vielleicht ein Gericht von denen bei mir in München in meinem Restaurant Parcours auf die Speisekarte schafft. Ob es dem Hobbykoch heute gelingt, das werden wir gleich sehen. Heute bin ich in Fulda. Hier in Fulda lebt der Heiko. Heiko ist Kaffeeröster, Sommelier und vor allem Mexiko-Fan. Warum Mexiko-Fan? Das weiß ich nicht, das werden wir gleich rausfinden. Aber vorher gönne ich mir hier einen Punsch. Ah, ist der schön. Also ich freue mich sehr, dass Ali heute zu Besuch kommt. Ich versuche ihn zu überzeugen mit einer Vielfalt an Produkten, die mich in der letzten Zeit durch meine Reisen sehr beeinflusst hat. Wir starten mit einer Ceviche von der Rhönforelle. Bin gespannt, ob Ali das schon mal so gesehen hat. Ganz frisch vom Forellenhof. Gestern waren die noch im Wasser. Was machen wir noch, Olga? Dazu gibt es eine Salsa. Eine Salsa, genau. Salsa, Guacamole. Also alles, was schmeckt, ist erlaubt. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen Basilikum reinmachen. Koriander ist genug drin. Olga und ich harmonieren unglaublich gut zusammen, egal ob jetzt in der Küche, ob privat. Wir sind jetzt noch nicht allzu lange zusammen, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Also das fühlt sich sehr richtig an, definitiv. Also Olga behauptet ja von mir, dass ich koche wie eine Sau. Ja, die Küche sieht aus wie ein Massaker, wenn du fertig bist. Also wenn ich jetzt so sehe, wie viel Löffel ich habe und wie viel Messer hier rumliegen, dann weiß ich auch genau, was du meinst. Ach, hier ist es. Reinholz Kaffeerösterei. Oh, hier sind die ganzen Bilder. Ich glaube, das muss der Heiko sein. Oh, es riecht ja super nach Kaffee. Hallo. Hallo. Hi. Ich bin der Ali. Hallo, Ali, herzlich willkommen in der Manufaktur. Ich wollte zum Heiko. Ja, der Ist er heute da? Natürlich. Einmal hier raus, die Abkürzung, zur Tür raus, rechts rum und dann einfach die Treppen hoch. Okay. Dann bis gleich. Jawohl. Ja, Mensch, Ali, hallo. Was für ein Empfang. Tatsächlich war ich nicht ganz so aufgeregt, als Ali ankam. Da war ich noch entspannt. Hi, Bist du? ich bin die Olga. Die Freundin. Ja, genau. Das ist für dich hier. Das ist sehr, sehr lieb. Wunderschön, danke. Ach, hi. Du bist der Heiko. Ich bin der Heiko, du bist der Ali. Ich bin der Ali. Herzlich willkommen bei uns. Grüß dich. Hallo. Maske ab. Also, Geimpft, wir sind beide getestet. getestet, alles. Alles, ich habe auch alles. Sehr gut. Und Du hast ich hab keinen alles oder Schnupfen. bist geimpft? Beides. Du, schön hat es hier. Traumhaft. Läuft bei dir, ne? Muss ja. Ich bin geboren und aufgewachsen hier in Fulda. Ich liebe meine Stadt, ich liebe die Menschen hier. Mittlerweile bin ich hier in Bronzell ansässig, einem Stadtteil von Fulda, habe dort meine Rösterei und wohne auch hier. Ich habe 2013 sehr klein angefangen in einer kleinen Hinterhofrösterei. Mittlerweile sind wir hier auf einem alten Werksgelände, haben hier unsere Hauptproduktion in der großen Halle, haben dort unser Rohkaffeelager, haben jetzt hier unsere Manufaktur, wo wir dann auch am Wochenende Manufakturverkauf haben eine eigene Kaffeeschule, machen Seminare, Events, wir machen dann Produktentwicklung.
Wir probieren die Cafés zusammen, wir verkosten es und schauen dann, wo wollen wir hin, um das bestmögliche Ergebnis für uns dann in die Tasse zu bekommen. Ein Leben ohne Kaffee ist für mich mittlerweile unmöglich. Die Philosophie meines Unternehmens ist die, dass wir all unsere Cafés von Kaffeefarmern importieren, die ich auch persönlich kenne. Und ich glaube, dass durch die Arbeit, durch die Reisen, durch den Blick hinter die Kulissen sich dann auch wirklich die Wertschätzung für gute Lebensmittel dann auch entwickelt hat. Ich lebe zusammen mit meiner Partnerin Olga. Olga ist in der Telekommunikationsbranche. Auch wenn wir beide einen stressigen Tag hatten, stellen wir uns gerne in die Küche. Das entspannt uns. Also das machen wir sehr, sehr gerne. Olga ist meine Kaffeebohne, genau. Gastfreundschaft ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich grille sehr gerne, egal bei Wind und Wetter. Auch jetzt im Winter wird gegrillt. Da schmeckt es meistens auch dann noch am besten. Du bist ja wahrscheinlich in unserer Rösterei in der Ja, ich habe dich da unten erwartet, ja? Genau, ja, ich muss hier ein bisschen was arbeiten. Bei uns gehört zum guten Ton dazu, dass wir zur Begrüßung erstmal einen Kaffee-Likör trinken. Normalerweise trinke ich sowas überhaupt nicht, ne? Okay. Wirklich? Ja, es gibt immer ein erstes Mal. Salut, bin mal gespannt. Ich habe es probiert, aber er war gut, alles gut, aber ich würde mir nicht irgendwo als Kaffee-Likör bestellen. Und fürs erste Mal war es okay, denke ich. Was hast du denn da vorbereitet? Wir haben vorbereitet eine Ceviche von der Rhönforelle. Wir kommen gerade aus Mexiko. Wir waren unterwegs in Mexiko und Guatemala. Wir kaufen unsere Kaffees für die Rösterei direkt von den Farmern. Das heißt, ich kenne alle Farmer auch persönlich und bringe dann von den Reisen auch immer viele Ideen und Einflüsse mit. Wie hast du das alles jetzt gemacht? Erzähl mir mal. Ich habe erst mal die Forelle filetiert, in kleine Stücke geschnitten und mit Limettensaft, Salz, Pfeffer eingelegt, dann ca. 30 Minuten ziehen lassen. Ich habe mit Olga zusammen dann eine Salsa gemacht. Dort haben wir Zwiebeln, Knoblauch, Koriander, Tomaten reingegeben, etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer, ein bisschen Chili. Dann haben wir noch eine Guacamole gemacht, also Avocado gestampft, auch ein bisschen mit Olivenöl, Salz, Pfeffer abgeschmeckt. Wir mischen das jetzt alles zusammen, dann kommt der Fisch mit rein, vermengen das nochmal, schmecken das dann nochmal final ab. Klar. Das dann alles zusammengegeben auf ein Salatblatt, die Salsa, Avocado mit drauf und das ganze Salatblatt mit der Ceviche haben wir dann in eine warme Tortilla gegeben. Ich packe dir das hier rüber, genau. Da haben wir ein bisschen mehr Platz und dann komme ich gleich mit zu dir. Ja, aber ihr isst mit, oder nicht? Natürlich, Olga? aber selbstverständlich. Olga, weißt du, was mein Motto ist? Teilen ist das neue Haben. Du darfst gerne eins nehmen. Ich nehme mir gerne Oder das kannst du weg. zwei nehmen. Na, das reicht, danke schön. Sollen wir schon anfangen, nur auf dich warten? Das sehr gerne. Du hast meiner Frau Blumen mitgebracht, du gibst dir was zu essen, du bist ein guter Junge. Hier hat es alles vor 30 Jahren begonnen. Wahnsinn. Ich koche schon seit 30 Jahren. Gerhard! Mensch, Ali! Servus, willkommen in deinem alten Lehrbetrieb. Schön, dich wiederzusehen. Hi! Meine Ausbildung habe ich im Gasthaus am Rosengarten gemacht. Das ist im Münchner Westen. Und das war eine einfache, gute, sage ich jetzt mal, bayerische Wirtschaft. Ja. Als ich damals mit 14 Jahren dort angefangen habe, da war ich so ein kleiner Knirps, haben sie immer mich genannt, oder Zwerg haben sie immer zu mir gesagt. Und jetzt bin ich ein gestandener Mann, bin zwar auch nicht viel größer, aber trotzdem habe ich auch ein bisschen was in meinem Leben erreicht. Das war Go, schönen guten Tag. Ich habe früher sehr frankophil gekocht, also sehr klassisch gekocht. Hier in München wollte ich einfach eine andere Richtung kochen. Ich wollte das kochen, was mir persönlich schmeckt. Und deswegen bin ich hergegangen und habe dann eigentlich meinen Stil geändert. Und ich nenne das so Medio-Oriental, nenne ich das. Da kommt alles vor, alles, was der Ali erlebt hat, alle Geschmäcker, die der Ali von früher noch kennt und auch später in den diversen Sterne-Restaurants. Und daraus mache ich eine Mixtur und habe da meine eigene Handschrift. Und das kommt bei den Gästen sehr, sehr gut an. Ich bin gar nicht so ein komplizierter Mensch. Also mir schmeckt immer das Einfache. Das kann ein Salat sein, das kann ein Stückchen Fisch mit Soße und Gemüse sein. Also ich selber esse eigentlich sehr, sehr einfach. Aber wenn wir hier kochen, ist natürlich auch so ein Ehrgeiz da. Da willst du natürlich auch zeigen, dass du auch auf einem anderen Niveau kochen kannst, kochen willst. Wenn ich Menschen glücklich mache, wenn mein Restaurant voll ist.
Wenn die zu mir kommen, doppelt geimpft sind und sich bedanken für den schönen Abend, für das gute Essen, dann macht mich das glücklich. So, dann. Happy wife, happy life. Ne? Guten Appetit. Guten Appetit. Ein Riesenkompliment, der hat dann den Fisch überhaupt gar nicht überwürzt. Die Forelle hat wunderbar nach Forelle geschmeckt und du hast trotzdem die Aromen von der klassischen Ceviche noch wahrgenommen und auch in diesem Tortilla drinnen. Das war wirklich köstlich. Also könnte ich jetzt wieder essen. Ich glaube, damit habe ich ihn definitiv abgeholt. Ich liebe es einfach, in fremden Küchen unterwegs zu sein und in die Töpfe zu schauen, mitzukochen, über die Schultern zu schauen und zu schauen, wie arbeiten die Menschen dann auch wirklich in Mexiko, in Guatemala, in Kolumbien, in ihren Küchen. Also was unglaublich schön ist, dann auch in diesen Ländern einkaufen zu gehen, auf die Märkte zu gehen. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an frischen Lebensmitteln, an Obst, Gemüse. Ganz anders als bei uns. Ich nehme mir noch ein Tortilla. Sehr gerne. Mit Ceviche. Was gibt's Hauptgang? Es gibt Tepian, das guatemaltekische Nationalgericht. Wir waren jetzt in Mexiko und haben dort mit unserem Kaffeefarmer gekocht. Das ist sehr, sehr nah an der Grenze zu Guatemala. Und die essen das dort auf der Farm. Und der hat uns super lecker geschmeckt und haben uns gedacht, das nehmen wir mal mit. Und es gibt Reis dazu. Und die Geheimzutat ist ganz zum Schluss. Zimt, oder? Kaffee. Echt jetzt? Klar. Klar. Frisch gemahlener Kaffee. Kaffee ist definitiv ein Wundermittel in der Küche. Es macht uns wach, es trägt zur guten Stimmung bei. Wir können mit Kochen, Backen, geht alles. Es ist natürlich auch ein starkes Produkt. Er hat einen großen, wirklich starken Eigengeschmack. Und da musst du schon vorsichtig sein mit Dosieren. Ja? Aber egal, ich lass mich überraschen. Nee, weißt du, so geht es nicht. Komm mal her. Da habe ich gesehen, Das muss weg, meinst du? das muss auch noch weg. Ja, Vollgas. Bis gleich. Bis gleich. Wir setzen jetzt eine Gemüsebrühe an. Dort kommt dann das Hähnchen rein. Wieder alles gekocht. Also tatsächlich ist es ein altes Familienrezept von der Haushälterin unseres Kaffeefarmers. Ganz traditionell essen sie das an Weihnachten, seit vielen, vielen Jahren. Staudensellerie kommt noch mit rein. So, auf jeden Fall ein bisschen Wurzelgemüse. Dann kommen noch ein paar Tomaten mit rein. Eine ordentliche Portion Salz hinzu. Ein wenig Pfeffer. So, Heiko, wie sieht's aus? Servus Ali. Ja, gut. Ist ja total tiefenentspannt, du? Ich koche gerne, das entspannt mich. Normalerweise höre ich immer noch ein bisschen Musik dazu. Was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Haiti Bombay. Echt jetzt? Da kannst du bei meiner Mama punkten. Aber Haiti, Bombay, es lag. Meine Mama hat mich damit gequält früher zu Weihnachten. Echt? Ja, auch nicht nur zu Weihnachten. Also ich röste jetzt noch ein paar Chilis an. Das sind jetzt Chilis, was du in der Hand hast. Genau, das sind getrocknete Chilischoten. Du verbrennst ja gerade hier den Chili. Ja, aber so habe ich es gelernt. Naja gut, man kann auch falsch lernen. Also mein Lieblingsweihnachtslied habe ich lernen müssen, weil mein Sohn, der ist jetzt 6 und er liebt in der Weihnachtsbäckerei. In der Kaffeerösterei. Genau, in der Weihnachtsrösterei. Also wir singen auch immer in der Weihnachtsrösterei, wenn wir uns, also Weihnachten ist tatsächlich unser Hauptgeschäft. Ja, das sieht sehr gut aus. Es riecht sehr lecker. So, Ali, ich wäre soweit. Dann schauen wir mal deinen Betrieb an. Wir geben jetzt noch die 2 Zimtstangen mit in den Sud. Du hast aber insgesamt 13 Stangen reingegeben, gell? 2. Vorhin hast du auch einen rein. Habe ich schon? Ja. Ich habe sie nicht gefunden. Aber ich hab's gesehen. Okay, dann holen wir eine wieder raus. Er hat teilweise sehr starke Aromen verwendet, wie Zimt. Und er hat irgendwie insgesamt 3 Zimtstangen reingegeben. Und das wäre einfach too much gewesen. Gut aufgepasst. Polo à la Zimt wird. Sehr gut aufgepasst. So, Vielen Maske Dank. habe ich. Sehr gut. Dann gehen wir. Unsere Manufaktur, unser Showroom, unterschiedliche Bio-Cafés, ein bisschen Gin. Ist das Kaffee-Gin? Nein. So weit sind wir noch nicht. Hier, das ist hier, okay. Warum Arabica?
Und warum Robusta? Das muss man mal erklären. Das ist wie beim Wein die Rebsorte. Also das sind so die Hauptvarietäten, die Hauptgruppen. Und unter Arabica Robusta gibt es noch ganz, ganz viele Untergruppen, also Pflanzenarten. Okay, aber man kann auch miteinander kombinieren, also so eine Art Cuvée machen. Genau, wir haben viele Blends auch. In einem Espresso zum Beispiel geben wir gerne einen Robusta dazu, weil er von den Aromen immer sehr würzig, rauchig, nussig ist. Hat einen deutlich höheren Koffeingehalt als ein Arabica. Gerade bei der kurzen Kontaktzeit Wasser und Kaffee. Und Anbauhöhe 400 bis 2100 Meter. Das ist jetzt bei Arabica. Genau. Was hat die Höhe mit dem Geschmack zu tun? Umso höher der Kaffee angebaut wird, umso langsamer reift die Kirsche. Hinter dir siehst du die Kaffeekirsche. Die Kaffeekirsche hat ein sehr, sehr süßes Fruchtfleisch, wenn der Kaffee ausgereift ist. Okay. Umso langsamer der Kaffee reift, umso komplexer sind die Aromen. Du hast in jeder einzelnen Bohne sind mehr als 800 Aromastoffe nachweisbar. Also viel komplexer als Wein. Ach, hier ist deine Maschine, du Maschine. Genau. Hier wird der Kaffee geröstet. Boah, ich würde jetzt am liebsten gerne reingehen, darf man nicht, ne? Wahrscheinlich. Wenn du die komplette Charge kaufen möchtest, dann darfst du da gerne reingehen. Nein. Nein. Heiko, erster Kaffee in der Früh mit Milch oder ohne Milch? Immer ohne Milch. Ohne Milch kann ich nicht trinken. Ja, vielleicht hast du noch nicht den richtigen Kaffee dafür gefunden. Ich werde von dir was mitnehmen. Pass auf, Ali. Hier haben wir unser Aromarad. Wir haben blumige Kaffees, fruchtige Kaffees, so ein bisschen nussig, schokoladig, was man halt so kennt. Wie so ein fruchtiger Kaffee schmeckt, würde ich dir jetzt gerne zeigen. Dafür gehen wir rüber in unsere Hauptrösterei. Wir müssen uns auch ein bisschen dran halten, sonst wird das Huhn zu trocken. Ja, na gut, komm, auf geht's. Hier wird kommissioniert, hier packen wir unseren Kaffee ab. Der riesig hier. Ja gut, dadurch, dass wir unsere Kaffees ja selbst importieren, brauchen wir auch viel Lagerfläche. Wir probieren jetzt mal einen fruchtigen Kaffee. Darf ich abnehmen? Ja, gerne. Wir sind ja nur unter uns wir sind jetzt. hier unter uns, genau. Wir spülen uns jetzt als erstes einmal das System durch. Dann lösen wir eventuelle Rückstände aus dem Filterpapier. Wir brauchen 30 Gramm für 30 Gramm Kaffee. Genau, für einen halben Liter. Normalerweise wiege ich immer so meinen Trüffel ab. Salut. Und du spürst auch kaum Bitterstoffe. Nee. Er ist zwar Angenehm, säurebetont, ja. aber das kommt Also durch die bei Frucht. so Das einem ist Kaffee brauche ich auch wirklich keine Milch. Siehst du? Hast du doch deinen richtigen Kaffee gefunden jetzt. Nee, ich meine das jetzt ernst. Also das auch wieder als Tipp, am besten immer frisch mahlen, denn innerhalb weniger Sekunden verliert der Kaffee Aroma. Ja, also gut, denn. 30 bis 40% weniger Aroma bei vorgemahlenem Kaffee. Nee, so brauche ich wirklich keinen. Perfekt. Bleibt ihr denn? Wir haben Kaffee getrunken. Ich hab Wir haben Kaffee getrunken, wir haben Kaffee erstmal gekocht, das hat lange gedauert. Und ich muss hier die Arbeit machen. Ist ja gut so. Jeder macht das, was er kann. So, wie weit sind wir denn jetzt eigentlich? Also ich habe jetzt schon angefangen, das Brot anzurösten. Die Brühe zieht. Es wäre jetzt auch knapp geworden, weil das Fleisch sonst verkocht. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Maria und Andreas kommen gleich, unsere Gäste. Maria ist unsere Kaffeefarmerin aus Kolumbien, die Frau von Andreas. Genau, von denen haben wir sehr viele Cafés. Die haben wir auch schon besucht. Hast du schon mal Reis gekocht? Ich komme mit dir Reis, kein Problem. Du machst den Reis, ich mache die Soße. Ja, Reis. Ich kann ja sonst nichts anderes. Ich habe Ali tatsächlich dann auch mit einbezogen, weil ich war mir ziemlich sicher, dass er das mit mir auch macht. Und ich war gespannt, ob er selber in seinem Restaurant auch noch Reis kocht. Oder ob er das machen lässt, so wie ich das. Was für ein Reis gibt es denn? Wir haben einen Jasminreis ausgewählt. Schaut so und lernt. Ich gieße jetzt hier die Brühe schon mal ein bisschen ab. Machst du das denn eigentlich noch selber, Reis kochen? Klar. Oder stehst du nur vor der Kamera? Nein, ich koche schon viel noch mit. Ja? Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt alles alleine macht. Ne? Ich habe schon ein Team. Also ich bin keiner, der jetzt sagt, okay, nur meine Idee ist die beste, überhaupt gar nicht. So, ein bisschen Deckel drauf, oder? Genau. So, was machst du jetzt? Also da ist ein Chili, jetzt hast du die ganzen... Genau, ich habe die angerösteten Kürbiskerne, Kürbiskerne, Sesam. Chilis sind mit drin. Wir geben jetzt hier noch ein bisschen Möhren mit dazu.
Bindung. Genau. Ah, okay. Also theoretisch könntest du auch statt Brot zum Beispiel hier Mais nehmen oder Reis nehmen. Okay. Oder? Ja. Weil Mais wird ja auch eigentlich sehr viel in Mittelamerika gegessen. Ja. Das ist Reis im Griff, ne? Das läuft von alleine. Ja, hast du gut gemacht. Jetzt braten wir die Hühnerbrust in Butter an, geben noch ein bisschen Knoblauch hinzu. Aber du hast das Huhn einfach so reingelegt. Ja. Hier, schau mal, hier ist die Silberhaut, die Sehne. Kann man wegschneiden. Okay. Wenn man das wegschneidet, zieht sich das Huhn nicht zusammen, schau. Ja, das ist dann auch später, das wird dann so zäh, Okay. dann ist es auch nicht sexy beim Essen. Und dann kannst du schön in die Pfanne legen. Schau mal, hier ist ja dicke Stück und Ja. dünne Stück. Ne? Das dünne wird natürlich zuerst fertig werden, klar. Aber bis das dicke Stück fertig wird, ist eigentlich das dünne Stück schon sowas von trocken, das kannst du eigentlich gar nicht mehr essen. Da gebe ich dir einen Tipp, dann nimmst du eine Karotte, kannst auch Kartoffeln nehmen, wenn du willst. Das war Stellst das. einfach unten drunter. Dann hast du so eine indirekte Hitze. Und jetzt da das schön gleichmäßig. Was gelernt wieder, ne? ja. Sehr gut. So, jetzt machst du weiter und ich komme nachher zum Essen. Alles klar. Danke dir. Ja, ich habe das nie gelernt. Ich koche einfach so, wie es mir schmeckt. Und bisher war das ganz in Ordnung. Ich bin gespannt, wenn ich das nächste Hühnchen in die Pfanne werfe und die Sehne vorher rausgenommen habe, wie es dann schmeckt. Ich hoffe für Ali, dass der Reis lecker ist. Eines meiner größten Stärken in der Küche tatsächlich ist, wirklich Freestyle zu kochen, ohne Rezept, einfach so, wie es mir gefällt. Und das habe ich dann nicht gemacht. Und ich glaube, das hat mich dann auch so nervös gemacht. Das sieht halt auch scheiße aus jetzt. Also das Anrichten war eine Vollkatastrophe. Kompletter Blackout, ich war total lost, ich war komplett raus. So, Heiko, wie sieht's aus? Bist schon am Anrichten? Ich bin am Anrichten, ich gebe mein Bestes, aber ich glaube, ich brauche ein bisschen Hilfe. Bist nicht zufrieden? Nein. Komm, ich helfe dir. Sehr gut. Darf ich? Gerne. Hast du noch einen Löffel? Danke dir. Also ich versuch's, okay? Gerne. Ich bin gespannt. Danke. Ja, so ähnlich hätte ich es auch gemacht. Ja. Perfekt. Vielen Dank, mein Lieber. Du kannst gerne deine Tomate drauf tun, aber es würde keinen Sinn machen. Nein, die Tomate ist ja schon in der Soße. Danke. Was? Hier noch ein bisschen. Ali, Heiko, ich hoffe, ihr seid soweit. Ich habe unsere Gäste mitgebracht. Hallo. Das sind einmal Maria. Maria und Andreas. Hallo zusammen. Andreas, herzlich willkommen. Maria und Andreas sind unsere kolumbianischen Kaffeefarmer. Ach so. Und ihr lebt hier in Fulda oder in Kolumbien? Halb, halb. Ach so. Je nach Erntezeit. Also wenn Ernte ist, sind sie vor Ort und dann, wenn der Kaffee verkauft werden muss und importiert wird, sind sie hier. Halb Fulda und halb Kolumbien. Ja. Wo, Bogota oder wo? Nein, Armenien? Kleine Stadt? Natürlich kenne ich es nicht. Heiko, wir setzen uns jetzt hin. Ja. Du weißt, wie es geht. Ich komme zurecht, vielen Dank. Du richtest jetzt an. Super. Und wir haben Hunger. Ich komme gleich zu euch. So. Maria. Heiko, das sieht ja toll aus. Salut. Alles da. Guten Appetit. Guten Appetit, lasst es euch schmecken. Heiko, sehr gut. Ja? Ja, Bist du zufrieden mit kocht mir? Sehr lecker. Ja. Vielen Dank. Andreas, dir schmeckt Ja, oder? ist gut. Sehr gut. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Gar nicht so viel Zimt genommen, gell? Ali, als du nicht hingeschaut hast, habe ich ein bisschen Kaffee dazu gegeben. Hast du jetzt wirklich Kaffee noch dazu gegeben? Ja, es hat tatsächlich die Schärfe ein bisschen gebunden. Ja. Vielleicht konnte ich ihn ja auch inspirieren, in Zukunft mal vielleicht mal mit einem guten Kaffee zu kochen. Was die Kulinarik angeht, hat er mich jetzt mit seinen Gerichten jetzt nicht so extrem inspiriert. Aber wo er mich inspiriert hat, war seine Leidenschaft zum Kaffee. Ja? Und das hat mich, also das nehme ich mit. Also auch so wie ich leidenschaftlich koche, ist er leidenschaftlich
am Kaffee dran. Es gab vorher einmal ein Probekochen, Ja. also mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, okay. Ja, anders hat es halt tatsächlich nicht geklappt und ich finde es heute wirklich, wirklich rund. Heiko, es schmeckt mir sehr gut. Hast toll gemacht. Vielen Dank. Ich glaube, du warst mit deiner Anrichteweise nicht so happy. Ich habe das gesehen. Ich glaube, ich habe noch nie so einen das- schlechten Teller angerichtet. Selbst wenn ich alleine auf der Couch essen würde, würde ich das schöner machen. Ja. Aber das war einfach, ich war so im Tunnel und das Licht war aus, ich habe nichts mehr gesehen. Aber danke für deine Hilfe. Er ist ein toller, sympathischer Kerl, sehr fleißig warum sollte ich da ihm nicht helfen? Ich bin mal gespannt, wie es euch mein Essen morgen schmecken wird. Also in den Genuss werden Sie morgen leider nicht kommen. Wieso? Weihnachten, Fest der Liebe, Familie, Freunde. Wir haben uns gedacht, Maria und Andreas sind heute da und morgen lernst du noch 2 weitere Freunde von uns kennen. Oh, schade. Ja, schade. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal in Kolumbien wieder. Oder in München in meinem Restaurant. Oder das? Warum nicht? Ja. Heiko hat mir nächsten Morgen Fulda gezeigt. Wir waren am Dom, wir haben Stadtschloss angeschaut, wir sind auch in der Stadt ein bisschen spazieren gegangen und irgendwann waren wir dann auf dem Markt, wo wir dann einkaufen durften. Du, ich brauche ein paar Sachen. Ich brauche Karotten, Zwiebeln, eigentlich brauche ich sehr viel Gemüse. Schlanke oder dicke? Bitte, ja, abmachen. Nein, stimmt, gib mir die Spitze. So, die sind doch gut so. Ah, Und das oder weniger? Nee, ist gut. Nehme ich alles. Ah, du hast Trüffel da? Zeig mal her. Den darfst du aber nicht einfach so stehen lassen draußen. Das geht ja nicht. Geht ja das ganze Aroma verloren. Da ist schon ein großer Teil weg heute. Ehrlich? Ja. Ich habe Ali auch gefragt, als wir schon am Gemüsestand waren, ob er denn schon eine Idee hat, was er machen möchte. Orangen habe ich schon. Irgendwie war er sich noch nicht ganz sicher, aber er hat sich, glaube ich, dann auch inspirieren lassen von den Zutaten, die er gefunden hat. Okay, ich brauche Hühnchen. Also hier ist Maishähnchen. Freilandhähnchen oder die Bio-Hähnchen. Bio machen wir. 2 Bio. Schmecken besser. Dann sage ich vielen herzlichen Dank Ja, danke auch. und schöne Weihnachten, gell? Bis Sie auch. Danke. Wir kochen zusammen natürlich. Fisch können wir auch noch mitnehmen. Eigentlich wollte ich mit Fisch nichts machen, aber Wenn nicht, holen wir uns ein Fischbrötchen auf die Hand. ja, das können wir machen. Ja. Das Zeitling ist gut aus, gell? Ja, sind auch alle aus eigener Zucht. Aus eigener Zucht. Aus eigener Zucht und keine 3 Kilometer Lieferweg. Was Größeres oder was Kleineres? Ach, ich vertraue dir da. Gib mir was Schönes. Die hier? Ja, gib mir die 2. Bitte. Ah, nehmen wir. Laufen. Das war's. Ja. Ciao. Ciao, schönen Tag noch. Viel Spaß beim Kochen. Ich brauche noch Parmesan. Guten Morgen. Läuft. Und ich habe gesehen, Sie haben da ein bisschen Schmand. Nimm doch einen Schmand mit, bitte. Regional handwerklich, ja? Heiko, da sind wir wieder. Brutal regional in Fulda. Nimm mir auf, ja. Ja, alles Gute. Tschüss, tschüss. Der Heiko ist wirklich eine Maschine, der ist ja sehr breit aufgestellt. Neben seiner Kaffeerösterei, Manufaktur, hat er noch in der Innenstadt noch einen Café, was sehr belebt war. Ja. Ich habe dort einen Cappuccino getrunken und wir haben uns auch ein bisschen unterhalten, auch über das Private und so. Und das hat gut getan. So, hier sind wir, mein Lieber. Ach, hier. Genau. Schön sieht's aus. So, heranspaziert. Danke. Wie lange ist los? Zitterst dir, Digga. Das ist normal. Das ist normal. Das, weil ich zu viel Kaffee getrunken habe. Ich merke das. Zu wenig, meinst du? Nee, zu viel, das ist es ja. Lasst es euch schmecken. Danke. Schau mal, wie süß Herzchen. Nur für dich. Ich kann das nicht, gell? Ich habe das so oft Du probiert. musst so lange die Kanne schütteln, irgendwann fällt ein Herz raus. Das ist ein Schmarrn. Aber was kochst du denn? Was gibt's denn bei dir Weihnachten? Das weiß ich noch nicht. Mal Weißt du schauen. noch nicht? Also, das ist ja tatsächlich das erste Weihnachten mit Olga und mir zusammen. Ja. Und mal schauen, was wir machen. Vielleicht lasse ich mich heute inspirieren von dir. Ja, echt? Was gibt's denn? Was kochst du für uns? Ich koche Biohuhn aus dem Ofen mit Gemüse. Und dazu machen wir noch Risotto. Ich finde Risotto und Huhn, das passt sehr gut zusammen. Kann ich Olga überraschen? Kannst du auch, ja. Sehr gut. Jetzt ehrlich. Prost. Prost. Und dann ging's los. Dann hat Ali angefangen zu kochen.
So, Heiko, Zuschauen und lernen. jetzt erlege ich erstmal das Hühnchen. Ich hatte nicht so ein scharfes Messer, sonst hätte ich das wahrscheinlich genauso gut gemacht. Und jetzt geht's weiter mit den Tomaten. Ja, es war sehr spannend, als Ali angefangen hat zu kochen. Und ich bin einfach da geblieben. Ob er jetzt wollte oder nicht. Salz. Hast du auch Zucker für mich? Ich mache ganz wenig nur drauf. Es geht darum, damit man die Säure von den Tomaten so ein bisschen wegnimmt. Ein bisschen Olivenöl, Zimt, Sternanis. Damit es die Weihnachtstomaten werden, ja. Ja, genau. Tomate und Zimt passt sehr gut zusammen. Einfach so locker so gut verteilen. Rosmarin habe ich hier. Die Maus oben drauf. Knoblauch. Locker so verteilen. Das verschwindet jetzt im Ofen. Jetzt in die Brühe. Lorbeerblätter, Karotten dazu. Ein bisschen Knoblauch. Holger! Ihr habt euch einen Kaffee verdient. Vielen Dank. Schwarz, weißt? Schwarz. Wie meine Seele. Es gehört bei uns zum guten Ton. Wer zu uns zu Besuch kommt, dem wird natürlich auch immer ein Kaffee angeboten, klar. Egal wann am Tag. Guter Kaffee geht immer. Ja, der ist aber schon kräftiger als der von gestern. Ja, was macht ihr jetzt hier gerade? Die versuchen zu kochen. Wir haben jetzt hier eine Hühnerbrühe angesetzt und Gewürztomaten. Die sind schon im Ofen. Schön, viel Spaß euch. Danke dir. Du hast eh nichts zu tun, ja? Du kannst mir ja ein bisschen helfen. Sehr Du gerne. kannst hier die Graupeerzwiebeln schälen. Ein Tipp von mir, liebe Zuschauer, Graupeerzwiebeln sind besondere Zwiebeln aus Süditalien, also ab Rom abwärts werden sie dort angebaut. Die sind ein bisschen süßlich, sind ein bisschen teurer als die normalen roten Zwiebeln, aber man kann damit wirklich, also bis auf Dessert, könnt ihr alles damit machen. Vorspeise, eine Suppe oder eine Beilage, ach, alles. Ne? Und schälen. Aber nicht alle, 2 Stück reichen. 3 Stück. Paprika. Heiko, mein Lieber, du hast ja gestern dein Gemüse hier gemixt, ne? Das war so gut, dass ich das heute nicht mache. Nein, ich werde das zweite Hähnchen im Ganzen mit dem Gemüse schön im Ofen garen. Schau mal, Ingwer, die Schalen nicht wegschmeißen. Kannst du wirklich hier in die Brühe mit reingeben. Mir ist aufgefallen, du schneidest immer, also du hast so eine besondere Schnittform. Ich versuche immer so mit dem Gemüse immer verschiedene so Schnittformen zu geben, weil das dann einfach schöner aussieht. Hör doch mal, wenn du schon reinschaust, allein schon farblich, ne? Gelb, Orange, Rot, alles Ja, vorhanden. wunderschön. Ich finde, beim Kochen spielt auch ja die Optik eine Rolle. Also später beim Anrichten, hast du ja gestern gemerkt. Genau. Kann ich dir helfen, wenn du magst. So, jetzt nehme ich mein Hühnchen. Hühnchen von innen schön kräftig salzen. Du kannst mal ein bisschen Pfeffer reingeben. Genau, sehr gut, toll. Ich werde jetzt eine Zwiebel innen reinschieben, damit es schön von innen auch aromatisiert wird. Ein bisschen Knoblauch gebe ich dazu. Einfach nur so andrücken und rein. Ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin rein. Das sieht doch super aus. Ich denke mal, das ist schon schwer hier. Der wird wahrscheinlich schon so eine Stunde im Ofen locker brauchen. Auf wie viel Grad schiebst du sie in den Ofen? Ich fange mal bei 150 an und dann gehe ich dann peu à peu hoch. Ein bisschen Olivenöl. Und jetzt legen wir das hier einfach so drauf. Oh ja, das schaut gut aus. Oder? Das sieht doch top aus. Einfach so. Ist ja Weihnachten, weißt du? Naja, Weihnachten ist ja, ne, die typischen weihnachtlichen Aromen wie jetzt Nelke, Sternanis, Zimt, Orangenschale. Das sind schon die gängigsten Aromen, die man in der Küche verwendet. Jetzt ab in den Ofen. Eigentlich wollte ich ja gar keine Vorspeise machen. Und dann habe ich die Brühe angeschaut. Die Brühe hat so gut gerochen und wirklich auch schön gekocht. Dann habe ich gesagt, weißt du was, mach doch eine Forellensuppe. Dann habe ich das Gemüse genommen, klein geschnitten. Viele sagen jetzt wahrscheinlich, was, Hühnerbrühe und daraus machst du Fischsuppe. Das geht, weil Huhn hat nicht so einen starken Eigengeschmack. Ein bisschen Peperoncini. Okay, war ein bisschen zu viel Peperoncini. Dann habe ich die Forelle filetiert, klein geschnitten, dazugegeben. War wirklich lecker. Koriander. Eigentlich
die Aromen teilweise, was Heiko in seiner Ceviche hatte, habe ich auch übernommen. Bis auf die Limette. Limettensaft habe ich nicht benutzt. Koriander mögt ihr, oder? Ja. Ja, du bist großzügig mit dem Koriander. Magst du es nicht? Doch, gerne. Ich esse auch sehr gerne. Also manche mögen das ja wirklich nicht. Nein, überhaupt nicht. Schau mal, der Fisch ist schon fertig. Ja, der soll ja nur ziehen. Das ist zum Beispiel auch so Reste verwerten. Ja? Ja, super. Also das ist jetzt top gekocht, so ist es nicht. Natürlich. Wirklich einfach, aber es sieht unglaublich lecker aus. Olga, Heiko, pass auf, heiß. Ja, danke schön. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja. Also tatsächlich muss ich sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Fischsuppe. Ey, Fischsuppe und ich renne, aber die überrascht mich wirklich, wirklich. Meine Mama, wenn die das sieht, die lacht sich tot, dass ich Fischsuppe esse. Das heißt, ab jetzt musst du zu Hause auch immer Fischsuppe essen? Ja, wahrscheinlich. Sie war recht scharf, aber ja, wirklich interessant in der Zusammenstellung, in der Kürze der Zeit. Ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall auch demnächst mal ausprobieren werde. Ui, das sieht aber schon sehr gut aus. Schau mal, das riecht hier nach Weihnachten. Hm? Jetzt machen wir den Ansatz für unseren Risotto. Dafür brauchen wir Einen Topf. und eine Zwiebel und Knoblauch. Dann kannst du vielleicht auch einmal das Risotto aufmachen. Okay, are you ready? Zwiebeln und Knoblauch werden jetzt schön in Butter oder in Olivenöl. Kannst auch Olivenöl nehmen. Also ich mache das immer so, dass ich im Winter Butter nehme und im Sommer Olivenöl nehme. Dann wichtig mit Weißwein ablöschen. Jetzt wird es schön umgerührt und richtig einkochen lassen, bis der Weißwein fast weg ist. Jetzt kommt die Brühe dran. Mal schön abpassieren. So, jetzt tust du einfach oben, ist dann das Fett, das kannst du ein bisschen abdegressieren. Man sagt degressieren. Degressieren? Ja. Und gibst immer Brühe dazu. Und umrühren. Und durch dieses Umrühren, ständig umrühren, ja, setzt du die Stärke gleichmäßig frei. Die Mamas oder die Nonnas, die schwenken immer, machen das in der Pfanne und immer wieder schwenken. Die tun gar nicht umrühren. Okay. Ne? Hat aber denselben Effekt. Dann habe ich hier Amalfi-Zitrone, Bio-Zitrone. Einmal abwaschen bitte. Es war total entspannt mit Ali zu kochen. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt, aber er ist ein cooler Typ, er ist locker, es war eine sehr schöne Atmosphäre. Wenn ihr jetzt Weihnachtsfeiern habt bei dir im Restaurant, wie macht ihr das? Kochst du dann für deine Mitarbeiter oder geht ihr irgendwo hin? Wir machen eigentlich eine Weihnachtsfeier, da gehen wir immer woanders hin. Also das ist so ein Tagesausflug. Ne? Da unternehmen wir was und wir essen, wir trinken, machen Sport, je nachdem, was wir da machen. Das machen wir schon, aber das mache ich nicht im Restaurant. Also als Team-Event alle zusammen? Team-Event, genau, meistens im neuen Jahr, im Januar, weil da haben wir einfach alle mehr Zeit und mehr Ruhe. Wie machst du das bei dir? Also wir machen das auch gerne im Januar, weil wir bis zum 24.12. ja auch wirklich durchgetaktet sind. Ja. Und dann, aber wir haben auch schon verschiedene Dinge gemacht. Wir haben jetzt auch schon mal eine Bar, ein Restaurant komplett gemietet. Ich habe ja auch mittlerweile 30 Mitarbeiter, wenn du alle Aushilfen noch dazu nimmst. Und hatten mal ein Bar-Bingo auch mit einem Weihnachtsessen, wo wir auch alles auf die Tische gestellt haben. Jeder nimmt sich, was er möchte. Und anschließend hatten wir noch mal einen DJ, ein bisschen Musik. Das war schön. Hast du dann getanzt? Auch, ja. Ihr Lieben, auch für euch zu Hause ein Tipp von mir, beim Risotto immer Butter und Parmesan ganz zum Schluss dazu geben, ja, und dann nicht mehr aufkochen. Drunter heben, zur Seite ziehen und dann ist es ein perfektes Risotto. Rein, Mal rein damit. Parmesan und ich habe gesagt, wir machen Zitronenrisotto. Ein bisschen Zitronensaft dazu, nicht zu viel. Das wird jetzt schön miteinander verrührt. Schau mal, wie schlotzig das jetzt wird. Schön immer im Bewegung bleiben. Wow! Die Schale bleibt bis zum Schluss mit drin. Die Schale bleibt drin. Die Schale kannst du ja mitessen. Das ist ein Bio-Zitrone. Probier. Okay. Merkst du das? Es ist cremig. Ne? Und jetzt nicht mehr aufkochen. Sehr gut.
ja, das musst du schon im Gefühl haben. Da musst du schon ein paar Risottos in deinem Leben gemacht haben, damit du ein perfektes Risotto hinkriegst. Und meiner war heute wirklich top. Das ist ein perfektes Risotto. So muss Risotto sein. Sagtest Olivenöl, ein bisschen Zitrone, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Prise Salz, ganz wenig Pfeffer, ganz wenig Zitronensaft, nicht zu viel, sonst fällt er auch zusammen. Also privat mache ich mir jetzt zu Hause auch nicht ein Riesendressing und so, ne? Beim Anrichten brauchst du keine Hilfe, oder? Auf was willst du hinaus? Rede mit mir. Ich habe gelernt gestern. Oh, schau doch mal, das sieht doch top aus, Das oder? sieht sehr gut aus. Perfekt. Ich bin zufrieden mit dir. Danke dir. So, jetzt holen wir unser Gehen wir schon auf den Tisch? Das können wir schon auf den Tisch stellen, jawohl. Wer klopft da? Ich glaube, unsere Gäste sind da, Ali. Ach, die Gäste. Hallo. Ali, darf ich vorstellen? Unsere Freunde, Patrick, der Sternekoch, Christian, der Sternekoch. Oh Gott. Ihr seid ja fies, ey. Ihr seid so fies. Zu Gast bei Freunden, oder? Setzt euch hin am besten. Ja, ich glaube, Ali war sehr überrascht. Ich bin auch kurz sauer geworden, muss ich schon sagen. Das sind Kollegen, da hätte ich mir vielleicht noch mehr Mühe gegeben, aber vielleicht ist es auch besser so, dass ich nicht gewusst habe, weil dann wäre wahrscheinlich irgendwas schief gegangen. Ach, schön. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Freue mich auch, wirklich. Olga? Habt ihr anständigen Wein dabei? Perfekt, geil. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Gib mir mal die Schüssel, komm, gib her. Wir müssen fertig werden, sonst kritisieren sie umso mehr, weil das Huhn dann sowas von trocken ist. Also Jungs, es gibt jetzt kein Sternemenü, gell? Einfaches, gutes Essen. Einfaches, gutes Essen, hoffentlich. Der Christian Stesker hat hier in Fulda sein Restaurant Christian & Friends. Patrick Spieß ist schon ein bisschen länger im Sternebusiness unterwegs. Ali kannte ihn auch. So, einfach so oben drauf. Jungs, Fett geht immer. Ali, das war unsere Weihnachtsüberraschung für dich. Ja, sehr gelungen. Olga, Ja? kannst du mal deinen Teller überreichen? Ja, unbedingt. Ja, es geht, ich hätte jetzt trockene erwartet. Dankeschön. Nee, Jungs, so einfach ist es nicht. Weißt du warum? Weil ihr wisst ja, wie es geht. Bitteschön. Was? Wollt ihr noch was? Heiko, die machen wir schon für dich. Die schneiden schon für dich. Das hast du aber auch saftig hingekriegt bei mir. Vielen Dank. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Eine sehr große Ehre, 3-Sterne-Küche an unserem Tisch. Du kannst weitergehen. Sensationell. Zum Wohl. Zum Wohl. Guten Appetit. Ali, guten Appetit. Das Risotto ist mega lecker. Bin stolz auf dich. Danke. Ich hätte mir, glaube ich, schon gewünscht, dass er so ein bisschen das Pepian noch mal mit aufgreift und ein bisschen anders macht. Aber ja, ganz im Sinne der Sendung hat er es komplett anders gekocht. Olga, Ja, Ali. du hast ja den Tisch wirklich super schön eingedeckt. Passt das Essen auch vom Niveau her dazu? Also so kenne ich das bei uns zu Hause, Familienessen, alles auf dem Tisch. Jeder nimmt sich das, was schmeckt. Und wie du das auch gerade gesagt hast, dieses Miteinander, Zeit miteinander verbringen, eine Mahlzeit zu genießen, mit Freunden, mit Familie, da kommt es ja drauf an. Ne? Und da schmeckt es doppelt so gut. Und das ist dir wirklich, wirklich sehr gut gelungen. Danke dir. So, Jungs, jetzt erzählt mal, wie schmeckt's euch? Wisst ihr eigentlich, wenn Köche nichts sagen, ist es schon großes Lob. Es hat allen gut geschmeckt. Die Teller waren leer. Es haben sich alle noch was nachgeholt. Also ganz so schlecht kann es ja nicht gewesen sein. Macht man ja im Fernsehen so. Nein, sehr lecker. Ja, jetzt kann Weihnachten kommen. Der Teller ist fast leer geputzt. Also das sagt eigentlich, dass es sehr gut schmeckt. Und der Kollege hier... Der kämpft mit der Keule. Ich bin ja auf einer Inspirationsreise und heute habe ich mich selber inspiriert. Muss ich schon sagen, mein Hauptgang war so gut, dass ich mir vorstellen kann, dass ich das Weihnachten koche. Vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wirklich, das schätze ich sehr. Frohe Weihnachten.